Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Wie bereits angekündigt, da starte ich jetzt den Baubericht der Yamato in 1:350 von Tamiya. Und ich habe euch ja im Vorfeld gefragt, ob ihr das Ganze als Vlog oder als quasi Live-Bau haben wolltet, und ich habe teilweise mal die Antwort bekommen, und ich habe mich jetzt für einen Mix entschieden. Das heißt, ein paar Bauabschnitte oder Sachen kommen als vorgefertigtes Video, so wie jetzt dieser erste Teil. Und je nachdem, was für Arbeiten das anfallen, mache ich die dann live. Da gibt es aber dann natürlich immer noch eine Ankündigung da auf YouTube und meine sonstigen Kanäle. Wundert euch nicht, wenn jetzt da nachher dann meine Stimme ein bisschen anders klingt. Ich habe nämlich die einzelnen Videos oder diese Clips neu eingesprochen, weil einfach die Soundqualität da herunten bei der Aufnahme nicht so der Brüller war. Mal schauen, wie das rüberkommt, aber ja. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mit der Yamato begonnen. Was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe und so, das erfährt ihr im heutigen Video. Also, bis gleich. Los ging's mit dem Rumpf, der leider aus 2 Teilen besteht. Zuerst habe ich mal das Ganze nur zusammengesteckt. Das hält eigentlich schon ziemlich gut, aber zur Sicherheit, da habe ich noch den extra Film Klebstoff von Tamiya genommen und habe den da reinlaufen lassen. Wenn von euch jemand den Kleber nicht kennt, der hat die Eigenschaft, dass er extrem dünnflüssig ist und mittels Kapillarkraft in jede kleinste Ritze reinläuft. Das heißt, man kann die Teile zuerst zusammenstecken oder zusammenhalten und lässt dann den Kleber da so ein bisschen reinlaufen. Das ist ziemlich praktisch, weil es gibt keine Sauerei und man druckt den Klebstoff nicht links und rechts raus. Ja, das muss einmal reichen für den Anfang. Jetzt kommen nämlich diese Spanten dran, ich nenne die jetzt einfach mal so. Die habe ich mit einem bisschen dickflüssigeren Klebstoff von Tamiya angeklebt, und wie ihr sehen könnt, da geht es relativ rasch und gut von der Hand. Ja, ich pinsel da einfach nur den Kleber ein bisschen drauf, stecke dann das Teil drauf, drücke es ein bisschen an und das war's. Das gibt jetzt die nötige Stabilität für den Rumpf, dass er auch links und rechts ein bisschen stabilisiert ist, und natürlich von dem Gewicht, was dann oben noch drauf kommt, mit dem ganzen Deck, der Brücke und so weiter und so fort, dass es da nicht irgendwas durchdruckt. Ja, und zu guter Letzt, da müssen noch so rechteckige Blättchen unten reingeklebt werden. Die braucht man nämlich, weil da noch 2 Löcher gebohrt werden müssen für das fertige Modell, das zum Schluss dann auf einen Sockel kommt. Das wird dann dort festgeschraubt. Ich nehme dazu einen 3 mm Bohrer und bohre da einfach durch den Rumpf durch. Am besten nimmt man da wirklich so einen Bohrer, wie ich da genommen habe. Bitte nichts Akkubetriebenes oder so. Also kann man machen, man muss halt verdammt aufpassen, weil die Teile doch relativ heikel sind, sage ich mal, auch wenn der Rumpf relativ dick gespritzt ist oder gegossen ist. Aber man muss bei dem Schiff noch so viele Löcher bohren. Da gewöhnt man sich lieber an, mit so einem Bohrer zu arbeiten, weil man dann einfach mehr Gefühl in der Hand hat, dass man da nicht zu grob dran geht. Ja, wir haben dann nachher noch
Man muss dann noch mit 1,2 mm Bohrer und so weiter arbeiten. Also da ist man auf der sicheren Seite, wenn man das mit so einem Handbohrer macht, wie ich. Ja, und in die 2 Löcher, die ich da jetzt gebohrt habe, die gehen da jetzt durch. Tada! Da kommen jetzt noch 2 Muttern rein, ja, die man dann eben braucht für die Sockelmontage dann ganz zum Schluss. Also da wird das Schiff dann von unten quasi angeschraubt. Und diese Muttern, die kriegen dann noch so Abdeckungen drauf, die lege ich da nur drauf und lasse dann auch wieder den extra dünnen Kleber von Tamiya einfach nur so ein bisschen reinlaufen. Und das war's schon, dann halten diese Teile eigentlich bombenfest. Apropos Schrauben, der Bug, ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, der muss ja auch noch festgeschraubt werden. Tamiya untypisch, da liegt dem Bausatz aber kein Schraubenzieher bei. Ja, wer schon mal ein Motorrad von Tamiya gebaut hat, der weiß, dass da immer so ein kleiner oranger Schraubenzieher beiliegt. Ich habe jetzt bei diesem Bausatz keinen gefunden. Vielleicht ist er bei mir vergessen gegangen oder ich bin einfach nur blind. Aber egal, das ist ein Werkzeug, das sollte man sowieso immer zu Hause haben. Und die Schrauben hingegen, die sind alle beim Bausatz dabei. Und wie ihr seht, da nehme ich da die Schrauben raus. Ich habe es ein bisschen vorsortiert auch, weil da kommen da noch einige zum Einsatz. Und dann dreht man die da rein. In der Bauanleitung steht sogar, dass man die nicht ganz durchdrehen darf. Das sollte man sowieso bei so Plastikmodellbausätzen, die man schrauben muss, nie machen, also nie ganz durchdrehen, weil die Gefahr ist, dass da irgendwas verbiegt, verdreht, dass was ausreißt, ist einfach viel zu hoch. Jo, und fürs Ruder oder für die Ruder, da muss da noch hinten was reingeklebt werden. Ihr seht, wir haben da noch so ein großes Loch. Da kommt noch so ein Teil rein. Bevor wir das aber zusammenkleben, kommen noch so Polycaps rein. Die Tamiya-typischen Polycaps, die kommen ja fast überall zum Einsatz, egal ob jetzt bei Auto, Motorrad, bei Panzer, bei Flugzeugen. Die sind ja wirklich omnipräsent bei dieser Firma. Und auch da, ich halte die Teile nur zusammen und lasse dann wieder den extra dünnen Kleber von Tamiya reinlaufen und dann hält es schon. Das Teil selbst wird dann von innen nach außen eingesetzt. Das hat den Vorteil, dass man es von außen praktisch nicht sieht, dass das einmal ein separates Teil war. Das hat Tamiya super gelöst, also die Passgenauigkeit ist da fabelhaft. Und wegen dem klebe ich das auch von innen an. Also ihr seht, ich pinsel da jetzt auf der Innenseite das Teil an, also den Pinsel die den Kleber drauf. Das hat mir auch den Vorteil, dass ich dann von außen vom Kleber nichts mehr sehe. Gibt es keine Kleberspuren, kein Geschmiere, kein Geschlierge, gar nichts. Und das schaut super aus. Ich weiß nicht, ob das im Video so gut rüberkommt, aber wenn man das Teil vor sich hat, dann merkt man praktisch nicht, dass das Teil nicht von Anfang an da schon Bestandteil vom Rumpf war. Jo, und jetzt zum Schluss da haben wir noch die Ruder. Die sind auch zweiteilig ausgeführt. Wir haben da ein großes Ruder und ein kleines Ruder. Und auch da klebe ich die zuerst wieder zusammen. Ich nehme da aber dieses Mal einen anderen Klebstoff, mit dem ich die so quasi vorklebe. Und zwar ist es ein dickflüssiger Kleber von Ammo, der ein bisschen langsamer austrocknet und so eventuelle
Korrekturen zulässt. Das ist ganz praktisch, weil der zieht nicht sofort an, da kann man dann ein bisschen herumschieben, wenn man will. Den Pinsel ich jetzt aber nur auf die Mitte vom Ruder, drücke es ein bisschen an und lasse dann von außen nochmal zusätzlich den Tamiya Extra Fin reinlaufen. Und diese Ruder, die sind so gut gearbeitet, also da ist die Passgenauigkeit so gut, man sieht fast gar nicht, dass das einmal 2 Teile waren. Also da habe ich auch fast nichts mehr nacharbeiten müssen. Ein bisschen verschliffen habe ich es noch, ja, aber ansonsten tipptopp. Also auch da wieder ja, großes Kompliment an Tamiya. Überrascht mich jedes Mal wieder, wie gut die Passqualität einfach ist bei dieser Firma. Auch beim kleinen Ruder, ne, habt ihr gesehen, zuerst habe ich da wieder den dickflüssigen Kleber in die Mitte gegeben. Jetzt lasse ich da wieder den Tamiya dünnflüssig reinlaufen und dann tipptopp. Ja, und dann habe ich noch so Kunststoffstifte, weil mit denen werden die Ruder jetzt noch fixiert. Zuerst klickt man die quasi in die Halterung rein. Es geht ein bisschen strenger, aber da muss man keine Angst haben, dass man was abbricht. Klickt man die da rein und dann werden die mittels dem Kunststoffstift, der jetzt durch diese Polycaps quasi durchgestochen wird oder durchgeht, werden die da fixiert. Ich hoffe, man sieht das gut. Dann steckt man das einfach nur rein, dann macht es ein bisschen Klick und dann seht ihr, sind die Ruder noch beweglich. Dadurch, dass der Rumpf zweiteilig ausgeführt ist, da entsteht da ein ziemlich ekliger Spalt, den ich mittels Flüssigspachtel aber ausbessern möchte. Und dazu maskiere ich mir jetzt erst einmal links und rechts neben dem Spalt mit der Maskierfolie maskiere ich mir da ab, damit quasi das umliegende Modell geschützt ist. Und wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich immer sage, bei Masking Tape die Haftkraft ein bisschen reduzieren, indem ich die so 4-5 Mal über die Haut ziehe. Das mache ich in dem Fall jetzt nicht, weil ich will ja, dass es ziemlich stark klebt, weil ich will wirklich nicht, dass mir da irgendwas daneben geht, beziehungsweise werde ich da wahrscheinlich auch noch drüber schleifen müssen und da sollte es dann doch gut kleben und es ist ja noch nichts drauf, also ich habe noch keine Grundierung und nichts drauf, es ist das nackte Plastik, von daher kann ich da auch nichts kaputt machen, also ich habe da jetzt ja keinen Lack drauf, den ich wieder mit abziehen könnte. Den Flüssigspachtel, der da jetzt zum Einsatz kommt, das ist ein Produkt von Ammo. Es gibt es in 3 Flüssigkeitsgraden, dick, medium und dünn. Und ich fange da jetzt an mit dem Medium, weil der Spalt auf der einen Seite da nicht so stark ausgeprägt ist. Aber die Idee ist, dass ich da eben zuerst mit Medium dran gehe, wo der Spalt ein bisschen breiter ist mit dick, dann mit Medium und abschließend immer mit dem dünnen Flüssigspachtel das Ganze noch quasi wie abziehe, damit es ein bisschen glatter wird. Ich erhoffe mir doch das da ja, ein bisschen weniger schleifen zu müssen. Aber ihr seht vielleicht, das Produkt ist ziemlich cool. Das hat also einen ganz feinen Pinsel vorne dran. Kann man das schön reinlaufen lassen. Ja, und dieser kleine Unfall da mit dem dünnflüssigen Spachtel, der wird später noch wichtig. Ja, ich werde jetzt eben den restlichen Spalt da noch mit der Flüssigspachtel, mit dem dünnflüssigen ausfüllen. Und nachher wiederhole ich dann das Ganze mit dem Rest, also mit dem, wo ich jetzt noch nicht maskiert habe. Ja, und wenn das gemacht ist, da schauen wir uns dann den nächsten Schritt an. Während die Spachtelarbeit trocknet, da kümmere ich mich mal um die Schiffsschrauben.
Ja, eine habe ich ja schon eingeklebt, also es ist nicht die Schiffsschraube, sondern die Antriebswelle zur Schiffsschraube. Und das sind so Metallstifte, ne? Das sind wirklich relativ dicke Metallstifte und die müssen da in die Halterungen rein. Und ich habe die Metallstifte da im Vorhinein schon maskiert, weil die ganze Zeit über eigentlich am Rumpf sind, weil die noch zwischen zwei Plastikteile reinkommen. Und damit ich die nachher nicht von Farbe befreien muss, habe ich die halt vorhin schon maskiert. Was ich jetzt mache, ich habe da einen Sekundenkleber, der ein bisschen langsamer austrocknet, wie schon beim Kunststoffkleber vorher. Da erlaubt es auch noch leichte kleine Korrekturen, bevor das alles anzieht und fest wird. Und die Kunststoffteile, die da drauf kommen, die verklebe ich dann wieder mit einem dünnflüssigen Klebstoff. Ja, ihr seht, ich lasse da einfach wieder einen dünnflüssigen Klebstoff reinlaufen. Und dann sitzt das ganz gut da drauf. Ein bisschen fein justieren, dass das sitzt. Und dann passt es. Ja, ich mache das dann noch bei den restlichen beiden Stangen und wenn das gemacht ist, dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Auf der Unterseite, das sind so kleine Vertiefungen und in diese kommen jetzt nur Ätzteile rein, die dem Bausatz beiliegen. Diese kleinen Blättchen, was ich da habe, die werden mit Sekundenkleber eingeklebt. Und damit ich da alles richtig platziere, da nutze ich eine Lupenbrille. Zeige ich euch jetzt so schnell, diese da, weil ja, meine Augen sind auch nicht mehr die jüngsten. Als Klebstoff, da nutze ich jetzt auch wieder den langsam aushärtenden Sekundenkleber. Wenn man den überhaupt, darf man den überhaupt so nennen? Schnell aushärtender Sekundenkleber, dann ist ja kein Sekundenkleber mehr, aber spielt keine Rolle. Wie ihr seht, trage ich da nur sehr wenig Klebstoff auf. Ich nehme da einen Zahnstocher und platziere die dann, drücke die ein bisschen fest. Weil generell bei Arbeiten mit Sekundenkleber oder mit Ätzteilen, da gilt immer ein bisschen weniger ist mehr. Ja. Da muss man aufpassen, weil da hat man dann ganz schnell ziemlich eklige Klebeflecken auf dem Modell, die man nur schwer wegbekommt. Ja, und ich werde jetzt da nicht alles ankleben, nicht alle Blättchen da ankleben, weil sonst langweile ich euch da nur. Ich mache da jetzt nur ein, zwei, damit ihr seht, wie ich das mache. Ja. Und die restlichen Teile, die klebe ich dann auf Kamera an. Und wenn dann da alles gut getrocknet ist, da schauen wir uns dann das Ergebnis von der Spachtelarbeit an. Ihr seht ja, ich habe da alles noch maskiert und mit dem Flüssigspachtel ausgefüllt. Und das wird jetzt dann schon langsam trocken. Dann können wir uns dann da das Endergebnis anschauen. Bin ich selber schon sehr gespannt, wie das rauskommt. Ja. Aber da, ihr seht, 4 Blättchen sind verklebt. Die restlichen mache ich dann eben off-cam und dann melde ich mich wieder. Tja, eigentlich wollte ich euch da das Ergebnis von der ganzen Spachtlerei zeigen, aber ihr seht schon die netten Punkte auf dem Rumpf. Was ist passiert? Ja, erinnert ihr euch noch an den Unfall mit dem dünnflüssigen Putti? Ja, genau der. Mir ist nämlich beim Aufschütteln plötzlich ein Teil vom Glasfläschchen weggebrochen. Ihr müsst wissen, dass bei diesen Puttis eine kleine Metallkugel drinnen ist. Und ja, beim Schütteln ist das eben weggebrochen. Ihr seht es da ganz gut. Und dann habe ich da alles voll gespritzt. Und ja,
Könnt ihr euch anhand meiner Hand vorstellen, wie es da jetzt ausschaut, wie ich ausschaue. Ja, aber um das soll es jetzt nicht gehen, denn da geht es ums Modell. Und nach dem Entfernen von der Maskierfolie, da sieht es doch schon ein bisschen besser aus wie vorher. Ich werde noch ein bisschen schleifen müssen und hoffe, dass ich dabei die Spritze noch ein bisschen wegbekommen werde. Aber zum Glück ist da alles auf der Unterseite, die man zum Schluss dann eh nicht mehr wirklich sieht. Ja, und von daher mache ich mir da jetzt keinen Stress und schaue, dass ich das in den Griff kriege. Ja, ich habe jetzt alles mit ganz feinem Schleifpapier geglättet. Begonnen habe ich mit einer 1000er Körnung und habe mich dann schrittweise bis zu 3000 hochgearbeitet. Und die Idee war, dass ich da versuche, die Rumpfstruktur, ja, wir haben da nämlich also eine schöne Struktur auf dem Rumpf, ja, dass ich die so wenig wie möglich in Mitleidenschaft ziehe. Leider ist mir das nicht ganz gelungen und ich versuche jetzt diese Struktur wieder herzustellen. Ja. Ihr seht, ich habe da schon einen Teil maskiert. Ich zeige euch dann gleich, wie ich das genau gemacht habe. Ja. Das Problem ist einfach, dass die Struktur einfach so minimal erhöht ist. Wir haben da so erhöhte Teile oder erhöhte Bereiche und die habe ich eben schon ein bisschen zu stark abgeschliffen. Und die möchte ich jetzt wieder hinkriegen, in dem Sinn. Dazu nutze ich dann mittels Airbrush den Mr. Surfacer 500, ja, diesen da, trage den dann auf und hoffe, dass ich dann diese Plattenstruktur, die wir da drauf haben, wieder so gut es geht herzustellen. Maskiert habe ich da mit einem dünnen Masking Tape, ihr seht. Und auch da schaue ich jetzt nicht wegen der Haftkraft, das interessiert mich da jetzt nicht, weil da ist immer noch nichts drauf, also immer noch das nackte Plastik. Und da maskiere ich da jetzt eigentlich nur in den Vertiefungen, also in den tiefer liegenden Bereichen, gebe ich da das Masking Tape rein. Und das mache ich dann eben rundherum. Ich zeige euch da jetzt nur schnell, wie ich das bisher gemacht habe. Ja, gut andrücken. Das mache ich jetzt rundherum und dann melde ich mich wieder. Ja, die Grundierung ist aufgetragen. So schaut das Ganze aus. Ich habe es auch schon leicht angeschliffen mit, ich glaube, 1000er Schleifpapier bin ich da drüber gegangen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das Ergebnis so geworden ist. Und ihr seht, ich ziehe jetzt das Masking Tape, wie gesagt, aus den tiefer liegenden Bereichen vom Rumpf ab und habe dann die Struktur quasi wieder wie hergestellt. Es fühlt sich auch ganz gut an, aber das richtige Resultat, das werde ich dann erst sehen, sobald die schwarze Grundierung drauf kommt. Aber soweit fühlt sich einmal gut an. Auf jeden Fall muss ich aber noch ein bisschen drüber schleifen, weil ich habe da jetzt Masking Tape bedingt natürlich so ganz scharfe Kanten, die so nicht sein sollen oder die dann nicht mehr zum Rest vom Modell passen. Und die werde ich jetzt aber wahrscheinlich mit einem 3000er Schleifpapier vernichten, sage ich mal. Ja, und in der Zwischenzeit, wo ich da das ganze Masking Tape runterziehe, sage ich auch noch gleich, wie es weitergeht. Weiter geht es nämlich mit dem Deck. Das ist dann aber wieder eine ganz andere Geschichte, die wir uns dann im zweiten Teil von dem Baubericht anschauen werden. Wer also nichts verpassen möchte, der lässt doch am besten gleich das Abo da, aktiviert die Glocke. Und für Fragen und weiteres, da stehen euch wie immer die Kommentare zur Verfügung. Ja, und mir bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.